Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier aus unserem DataRock. Heute sprechen wir über das Thema Virtual Data Center Migration. Viele Mailanfragen, in vielen Telefonaten merkt man, dass das ein ganz heißes Thema ist. Cyril, wie behandelst du das, wenn ich dir diese zu starken technischen Sachen übergeben darf? Ja, also eben, du übergibst das mir ja meistens per E-Mail, gibst dem Kunden Bescheid, ja, okay, hey, schau, wir haben hier unseren Experten Cyril, der schaut mit dir weiter und danach ist es meistens sehr individuell. Das kommt sehr auf den Kunden drauf an, was er für eine Anfrage hat. Es gibt Kunden, die haben Anfragen, die sind relativ schnell beantwortet, weil es Stangenware ist, sage ich jetzt mal sehr salopp. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass wir das individuell anschauen, mit dem Kunden auch einen Call führen, um zu schauen, ja, hast du irgendwie so eine Übersicht, wie das momentan bei dir ausschaut, damit wir schauen können, wie das danach im Virtual Data Center ausschauen soll. Also das ist sehr individuell und kommt sehr auf den Kunden drauf an. Sehr individuell bedeutet auch sehr speziell. Hast du mir und für unsere Zuschauer da vielleicht so 2, 3 Slots, wo du sagen kannst, wie super speziell das Ganze eigentlich werden kann? Ja, also gerade in letzter Zeit hatte ich mehrere Anfragen so zum Thema, ja, wie migriere ich jetzt beispielsweise eine virtuelle Maschine aus einem ESXi-Server beispielsweise heraus in unser Virtual Data Center oder von einem Hyper-V-System. Man merkt schon, dass momentan die Kunden schon sehr viele in der Cloud sind, aber nach optimaleren Lösungen suchen oder eben physische Server, wo sie eigene virtuelle Server haben, diese aber gerne in die Cloud bringen möchten. Okay, okay. Wo ich auch noch sehr speziell finde, wo super wichtig ist, wo ich auch im Mailverkehr und beim Telefonat mit dem Kunden mitbekomme, ist das ganze Thema Firewall. Ja. Wie gehst du mit dem um? Was haben wir da für Fortschritte? Ja. Zum Thema Firewall ist immer ein Thema mit dem Kunden, selbstverständlich. Wenn es der Kunde nicht einbringt, bringe ich es ein, weil es einfach wichtig ist. Und da haben wir in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht. Wir haben ja bisher meistens so die pfSense empfohlen, war dann aber für viele Kunden so ein bisschen zu wenig, sage ich jetzt mal. Viele Kunden hatten auch Anfragen zum Thema FortiGate oder Sophos beispielsweise. Und da arbeiten wir momentan an Lösungen dran, dass wir in Kürze Anleitungen dazu bieten können, wie man eine FortiGate oder eine Sophos bei uns installieren kann als virtuelles OS-Betriebssystem. Ja, da sollen die Kunden auf Zack sein. Unseren Channel abonnieren, weil da gibt es bald News. Genau, zum Thema Channel abonnieren. Ihr habt es mitbekommen, das Ganze läuft bei uns eigentlich sehr, sehr gut organisiert. Nehmt Kontakt mit mir auf, schreibt mir eure Anliegen, ruft mich an. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, habe ich unseren Cyril an meiner Seite und das Ganze läuft wunderbar. In der Videobeschreibung unten seht ihr einen Link, da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr Interesse habt, das Virtual Data Center zu testen. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, wir sind beide gerne für euch da. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao.